Du fragst dich, wie es möglich ist, in Warzone so ein krasses Movement zu haben, wie die ganzen Pros die Gegner wie Bots dastehen lassen. Du möchtest auch so ein Movement haben und das auch im Gunfight integrieren können, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! In Warzone und Call of Duty zeichnen sich sehr gute Spieler durch ihr exzellentes und vor allem flüssiges Movement aus. Das ist einfach das beste Werkzeug, um dem Gegner einen Schritt voraus zu sein. Und ihr wisst, in jedem Shooter geht es ja immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Also wenn du dein Movement verbessern willst oder erst lernen willst, jetzt erwarten dich die Basics, aber auch fortgeschrittene Moves, damit das auch dir gelingt. Also bleib unbedingt dran. Viel Spaß! Okay, let's go. Schon erwähnt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was bringt einem das Movement in Call of Duty, dann würde ich ganz klar sagen, in erster Linie, um sich einen Vorteil zu verschaffen, beziehungsweise um einfach schlechter getroffen zu werden. Und wir fangen an mit den Basics. Und wir wissen im Omni-Movement, ich habe jetzt die Taktik-Sprinthilfe an, das empfehle ich euch auch. Das bedeutet, mein Charakter, wenn ich jetzt W drücke, also ich zeige euch das kurz, Tastatur und Maus, Bewegung, Taktik-Sprinthilfe habe ich hier an, mehr anzeigen. Habe ich überall an, seitwärts, rückwärts und die Verzögerung auf 0. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach vorne gehe, also W drücke in meinem Fall, dann sprintet er. Wenn ich nach hinten drücke, dann läuft er. Und rechts läuft er auch und links läuft er auch. Und nach vorne läuft er nicht nur, sondern sprintet auch. Also das ist praktisch die schnellste Bewegungsform. Einmal verinnerlichen für die Anfänger. Ich kann jetzt aber auch sliden und das ist der erste wichtige Punkt. Und immer im Hinterkopf behalten, was macht das Movement? Wir schaffen uns einen Vorteil, wir sind schlechter zu treffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beschossen werde, weiß ich nicht, von hier rechts und ich renne und slide jetzt, dann bin ich ja schwerer zu treffen. Also der Gegner, der hier steht, der zielt auf mich, schießt auf mich, jetzt slide ich, das heißt, ich werde ja schon kleiner und auch ein bisschen schneller, habe ich zumindest das Gefühl. Und bin halt einfach ein schlechteres Ziel für den Gegner und kann mir somit vielleicht keinen Vorteil in dem Sinne verschaffen, aber ich komme vielleicht besser weg, weil ich einfach ein schlechteres Ziel in dem Moment bin. Dann haben wir in Call of Duty, was das Sliden auch begünstigt, den sogenannten Pika Advantage. In meinen ganzen Coachings, ich lade euch herzlich dazu ein, auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen, kommt dazu in meinen Discord, unten ist der Link, geht es oft darum. Und zwar sehe ich das immer wieder, dass Leute, sagen wir mal, hier steht jemand und er erwartet mich, dass ich hier durch die Tür komme. Wenn ich jetzt hier so durch die Tür gehen würde, würde ich sehr langsam gehen, was in anderen Shootern ja durchaus der Fall ist, jetzt beispielsweise Counter-Strike. Ich habe aber, wenn ich schnell bin, je schneller, desto mehr habe ich diesen Vorteil, diesen sogenannten Pika Advantage Vorteil. Das liegt einfach an, ja, das ist technischer Natur. Das kann man sich grob so vorstellen, dass die Daten, die mein Computer an den Server schickt, ich bewege mich ja, der Gegner steht still, also haben wir eine Datenänderung, sage ich mal, so erkläre ich es mir zumindest. Die muss ich erstmal zum Server schicken und vom Server geht es dann wiederum zum gegnerischen Spieler. Der gegnerische Spieler sendet konstant das gleiche Signal, dass er auf der Stelle steht, was dazu führt, dass ich den Gegner, wenn ich hier reinslide, effektiv eine Millisekunde früher sehe, als er mich, also ob es jetzt eine Millisekunde ist oder 2, keine Ahnung, ja, aber es ist tatsächlich der Fall. Das heißt, das müsst ihr auch mal beobachten, das seht ihr auch in meinen Videos immer wieder, zuletzt bei Deki, als ich ihn analysiert habe, wie er dann, sage ich mal, um Ecken slidet und dann auf den Gegner schießt und der Gegner ist down, da fängt er gerade erst an zu schießen. Also das ist ein Riesenvorteil. Und in Call of Duty wisst ihr auch, die mich verfolgen, einer der ersten Regeln, die ich immer nenne, ist, immer in Bewegung bleiben. Ihr habt in der Bewegung, also wenn ihr aus der Bewegung heraus schießt, keinen Präzisionsverlust, anders als zu anderen Spielen, ja. Also erstens sliden, habe ich gesagt, und immer in Bewegung bleiben und das Pika Advantage, diesen Vorteil einmal verstehen. Fragt ChatGPT, googelt danach, ihr werdet sehen, dass das jetzt kein Quatsch ist, den ich da erzähle. Das ist tatsächlich der Fall. Und wenn ihr jetzt absolute Anfänger seid, dann geht so wie ich hier und ihr habt Black Ops 6 oder geht irgendwie in Casual bzw. Battle Royale einfach und macht es da irgendwo abseits. Einfach, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Und ich sage ja immer, legt euch die Sachen oder die Tasten, die ihr fürs Movement braucht, in meinem Fall jetzt sagen wir mal STRG fürs Sliden. Wir kommen gleich zum Slide Canceln, also brauche ich auch das Springen. Also ich brauche STRG und Leertaste. Am besten sind das Tasten, bei denen ich die WASD-Tasten nicht verlassen muss.
Das ist ganz wichtig, weil ich aus der vollen Bewegung, ich will ja zu jeder Zeit in jede Richtung gehen können. Wenn ich jetzt aber meinen Zeigefinger dann verlasse von meiner Tastatur, kann ich schon nicht mehr D drücken, also nach rechts und dann gleichzeitig sliden. Deswegen, wenn ich aber STRG als Taste habe, kann ich ja mit dem kleinen Finger machen. Das heißt, ich muss die 3 Finger für WASD nie verlassen. Das gilt auch für Controllerspieler, auch sehr wichtig. Macht es so, dass ihr die Sticks beim Aimen und Schießen und Moven nie verlassen müsst. Also Slide, Canceln und so weiter nie irgendwie auf X, weil dann müsstet ihr ja den Aim-Daumen, der auf dem Aim-Stick ist, verlassen, um auf X zu drücken. Das ist doof. Legt es euch auf die Pedals. Also ganz wichtig, auch über die Tastenbelegung, wenn ihr Anfänger seid oder Einsteiger seid, Gedanken machen. Und deswegen ist das Movement auch so wichtig. So, der nächste Punkt ist das sogenannte Slide Canceln. Also wir haben gesagt, man kann sliden, auch in alle Richtungen. Und man kann das auch unterbrechen, indem man slidet und springt. Das heißt, er slidet dann nicht so weit. Ihr seht das. Ich drücke direkt Leertaste, STRG Leertaste und ich breche das wieder ab. Und das hat einen oder mehrere Vorteile. Aber einer ist beispielsweise, ich zeige euch jetzt mal, ich laufe jetzt, drücke weiterlaufen und fange dann einfach an zu schießen. Schaut mal, wie lange er braucht, bis die Waffe unten ist und er dann anfängt zu schießen. Ja? Wenn ich slide und cancel, dann kann ich viel schneller schießen. Das heißt, ich bin viel schneller schussbereit. Also wenn ich jetzt hier laufe und sehe da einen Gegner, dann brauche ich ja ziemlich lange. Wenn ich aber slide cancel, dann kann ich sofort, also fast sofort schießen. Also die Zeit ist einfach geringer, ja. Und das ist damit extrem wichtig. Und deswegen sieht man, dass man eben sliden und slide canceln und diesen Pika Advantage Vorteil in Kombination bei den Pros ganz häufig sieht. Wir machen wieder das Beispiel. Hier sitzt einer. Ich könnte natürlich auch nur sliden. Aber auch dann hätte ich wieder ein bisschen diesen Verzug. Das heißt, ich slide cancel und kann dann sofort schießen. Und was ist super wichtig in Call of Duty bzw. Warzone, was ich auch immer wieder predige, das sind die First Shots. Denn wenn du die First Shots auf deinen Gegner hittest, dann ist die Siegchance oder Wahrscheinlichkeit einfach höher. Du triffst den Gegner zuerst, er hat die ganzen Visuals, dass er getroffen wird und ist mehr unter Stress, ja. Das sind alles Einflussfaktoren, warum du eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hast, wenn du die First Shots hittest. Und in Kombination mit deinen Map-Kenntnissen, die du natürlich automatisch mit der Zeit entwickelst, ist es dann halt wichtig, dieses Slide-Canceln, dass das einfach in dein Muscle Memory, also dein Muskelgedächtnis, aufgenommen wird. Und das kannst du super üben und ich gebe das in meinen Coachings auch immer wieder als Tipp, dass man sich so einen privaten Server hier eröffnet. Man braucht dafür Black Ops 6 Multiplayer, muss man gekauft haben. Und dass man ein Warm-Up macht gegen Bots mit und ohne Aim Assist, falls ihr Controller spielt. 10 Minuten mit, 10 Minuten ohne oder 5 Minuten und 5 Minuten. Nicht übertreiben. Und dann aber auch das Movement in den Fight mit integriert. Das ist noch viel wichtiger. Ja, das heißt, wenn hier jetzt einer auf der offenen Fläche läuft, dann bleibe ich nicht stehen, ziehe und schieße auf ihn. Nein, ich nutze die Deckung, ich slide aus der Deckung raus, spiele ein bisschen mit dem Gegner und versuche ihn so zu holen und einfach das Ganze zu integrieren, sodass es einfach in Fleisch und Blut übergeht und ich dann jetzt endlich nicht mehr darüber nachdenken muss, ja. Und auch das Omni-Movement ist sehr wichtig. Das erkläre ich ja auch immer wieder im Vergleich zu MW3 ging das nicht. Da konnte ich nicht so zur Seite canceln oder sliden. Da musste ich erst nach rechts gucken und dann wieder nach links. Das macht man hier zum Teil immer noch, weil man ja nach vorne eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit erreichen kann und somit auch schneller um die Ecke slidet. Deswegen seht ihr trotzdem immer noch so, dass ich kurz nach links gucke, damit ich in diesen Taktik-Sprint, nicht in den Taktik-Laufen, nenne ich es jetzt mal, reinkomme und einfach noch schneller um die Ecke sliden kann. Ja? Aber trotzdem kann man auch durchaus so rechts raus sliden oder nach hinten sliden. Und ich komme zurück auf das, was ich sagen wollte. Trainiert das, integriert das in euer Warm-up, ja. Und auch dieses flüssige Movement, was man dann mit der Zeit entwickelt, ist halt einfach wichtig. Also, dass man hier durch so Löcher sliden kann, ja, und dass man so dieses Timing entwickelt und auch kein Dead Slide hat. Dead Slide ist, wenn ich vom Timing her falsch bin und dass ich dann einfach nur ducke und er nicht slidet. Ja? Das kann man übrigens umgehen, indem man unter Tastatur und Maus Einstellungen, Tastaturbelegung und dann auf erweiterte Tastenbelegung das nur Rutschen bindet. Also ich habe jetzt, vorher könnt ihr ja hier, wo ist es? Ducken und Rutschen binden, STRG.
Wenn ihr jetzt aber auf erweiterte Einstellungen geht und nur das Rutschen beindet auf der STRG, dann duckt er sich dann nicht mehr, wenn du das drückst, sondern er rutscht nur noch. Dann kann man den Deadslide mit umgehen. Oder dass ihr das schon mal wisst, falls ihr da Probleme habt, macht das. Aber lauft durch die Karte, übt das. So, slidet hier durch. Das war zum Beispiel gerade nicht so gut. Slidet durch die Tür durch. Und einfach so ein bisschen so ein flüssiges Movement. Ihr seht auch schon, wenn ich das zu oft hintereinander mache, dann slidet der zwar, oder ich slide cancel immer noch, aber ich werde immer langsamer. Das heißt, ich muss einfach mal ein bisschen länger wieder laufen, dass er die Geschwindigkeit aufbauen kann. Und dann slide ich wieder, ne? Und das ist, was ich mit dem Timing so meine. Es bringt nichts, dass die ganze Zeit so zu... Jetzt siehst du, jetzt habe ich auch den Dead Slide. Zu spammen sozusagen, sondern man muss dafür ein Timing entwickeln. So, und dieses Timing dann in Stresssituationen im Kampf, wenn hier noch Gegner um mich herum sind, auf die ich auch noch schießen muss, ja, zu haben, ist dann nochmal schwerer. Und deswegen ist der erste Schritt, das erstmal in stressfreien Situationen zu können, wie ich jetzt hier, und dann in etwas stressigeren Situationen gegen Bots und dann in noch stressigeren Situationen gegen echte Spieler. So tastet man sich da heran und das hilft einfach, wenn man dieses Warm-up da einhält. Noch was? Macht das nicht nur mit der SMG, sondern auch mit der AR. Ihr seht schon, mit der AR ist alles etwas träger, etwas langsamer, ja. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie ich die Waffe gebaut habe. Habe ich die sehr stark auf Bewegungsspeed gebaut, bin ich ja noch schneller. Und die AR ist natürlich immer langsamer, oder die Person bewegt sich mit einer AR natürlich immer langsamer als mit einer SMG. Ist ja auch logisch. Auch das ein bisschen mit bedenken. Das ist auch der Grund, warum ihr eigentlich alle guten Spieler, wenn die sich offen bewegen und gerade nicht im Gunfight sind, immer die SMG oder das Messer in der Hand haben, ja? Weil sie da viel agiler sind, viel besser Slide canceln können, viel schneller reagieren können oder mal zumindest die SMG, ja? Und dann nur, wenn sie wissen, da ist ein Fight auf Long Range, dann packen sie die AR aus. So, und um die Basics jetzt vollständig zu machen, gehört eine Mechanik noch dazu, und zwar das Strafen. Das ist sehr wichtig, dass man einfach, wenn hier jetzt ein Gegner ist, und das habe ich ja eben schon erwähnt, aus der Bewegung heraus vernachlässigt oder es hat keinen negativen Einfluss auf die Präzision des Schießens, anders als bei Counter-Strike zum Beispiel. Das heißt, ich kann mir, während ich mich bewege, auch schießen. Und das Strafen ist deswegen so wichtig und besonders für die Controller-Spieler, weil da der Rotational Aim Assist greift. Also der Aim Assist, ja, den die Controller-Spieler ja haben, der funktioniert nur dann, wenn man während des Schießt so ganz leicht nach links oder rechts sich bewegt oder vorne oder hinten oder von mir aus kreisende Bewegungen macht. Deswegen auch in meinen Coachings sage ich das immer, nicht stehen bleiben und schießen, immer strafen. Ja. So, und das ist natürlich auch eine Sache, die man, wenn man jetzt Einsteiger ist, üben sollte, dass man jetzt, wie ich hier, lernt, während ich zu strafe, auf dem Target zu bleiben. Ja, und dafür ein Gefühl zu kriegen und dann gleichzeitig auch noch den Rückstoß kontrolliert. Im Grunde genommen sind wir jetzt fertig. Wir haben die Basics jetzt gelernt und eigentlich kann man alle anderen Movement Mechanics daraus ableiten. Das ist damals wie im Studium Elektrotechnik. Der Dozent hat URI erklärt und meinte, ja, jetzt seid ihr im Grunde fertig. U gleich R mal I. Daraus resultiert alles. Ist natürlich sehr tückisch gewesen. Und so ist das hier auch ähnlich. Vielleicht nicht ganz so komplex wie bei Elektrotechnik. Oder anders komplex, aber ich will natürlich auch die anderen Dinge noch durchgehen. Es gibt dann noch den sogenannten Jump Slide. Das heißt, man springt und slidet dann durch, ohne zu slide canceln, ja. Das heißt, damit kommt ihr relativ weit vorwärts. Ich weiß gar nicht, warum der das im Multiplayer hier jetzt irgendwie nicht so gut macht. So sieht das dann aus. Man muss da aber eine gewisse Bewegungsgeschwindigkeit für haben. Ja, und dann ist es ganz vorteilhaft, sage ich mal. Da rechnen die Gegner nicht mit. Du hast so einen guten Geschwindigkeitsboost, kommst du in die Ecke geslidet, du kannst sehr viel Distanz zurücklegen und dabei natürlich dann auch schießen, ne? Also das ist ganz klar. Auf die Gegner schießen. So wäre das und in die Deckung rein, ne? Das ist also ein schönes Beispiel, wenn du hier dann vorbei jump slidest, dann kannst du in die Deckung reinsliden und dabei aber schießen. Auf jeden Fall eine schöne Movement-Mechanik, die man gut in den Fight integrieren kann. Und natürlich, das hätte ich vielleicht sogar davor erwähnen sollen, haben wir auch den Jump-Shot. Keiner wird irgendwie, wenn da ein Gegner ist, anfangen zu springen und zu schießen. Das macht man immer in Kombination. Ja, besonders wenn man irgendwie unerwartet beschossen wird. Also wenn ich jetzt hier reinslide und hier ist einer, dann fange ich an zu springen einfach. Weil, das hat dann den Vorteil, dass ich vielleicht nicht so gut getroffen werde, weil der Gegner schießt ja so tendenziell auf Brust-Kopfhöhe. So, wenn ich dann aber als
Person, der da reinkommt, anfange zu springen. Und dann sind ja meine Beine ungefähr auf der Höhe. Das heißt, er schießt mir dann eher auf die Beine und somit versuche ich den Kugeln wieder auszuweichen, mir wieder ein Stück weit Vorteil oder Luft zu verschaffen, um länger zu überleben, um den Gunfight vielleicht doch noch zu gewinnen. Deswegen macht man das. Aber als zu schießende Person, das sieht man auch schon, wenn man jetzt mal aufs Visier achtet, das wackelt relativ viel. Da hat man dann ein bisschen Nachteil, dann den Gegner vielleicht zu tracken, weil das ein bisschen wackelt, ne? Und auch wenn ich ja einfach nur hochspringe und dabei weiter schieße, dann könnte es ja auch sein, dass ich über ihn hinausschieße. Also das muss man dann so ein bisschen üben. So, dann habe ich den Jump Slide, habe ich gemacht, den Jump Shot, beziehungsweise, ja, Slide Jump will ich jetzt mal nennen, also sliden, canceln, jumpen. Und auch das sieht man häufig, dass die Leute dann, wenn sie dann so in den Gegner reinrutschen, dann irgendwie einen Slide Cancel machen und dann so zurückspringen dabei, um einfach wieder den Winkel zu öffnen und den Gegner tracken zu können, ne? Und währenddessen auch dann schießen und ins Visier gehen und wieder rausgehen, ne? All diese Dinge, die man dann, ja, in Fleisch und Blut übergehen oder lernen muss, was man wieder gut in Bots trainieren kann, in entspannten Umgebungen trainieren kann, ins Muscle Memory aufbauen kann, ne? Und dann einfach, ja, üben und dann kann man es auch irgendwann in stressigen Situationen, ne, integrieren. Vor allem auch diese First Shots immer ganz wichtig und manchmal verliert man den Gegner dabei aus dem Auge, deswegen auch immer in Aim-Down-Zeit rein, raus, das erkläre ich ja auch immer wieder, warum das wichtig ist. Aus der Hüfte anfangen zu schießen, rein, dann wieder tracken, wieder reingehen. Darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen, aber ich denke, es kommt so ein bisschen rüber, was ich meine. Es gibt auch noch den Slide Drop, also dass man einfach slidet, dann hinlegen drückt und sich ja dann praktisch in der liegenden Position endet. Das, wenn man zum Beispiel irgendwie hier, man weiß, da ist einer, man sieht den Scheiße und man hat jetzt nicht geklappt, man slidet dann hier hinter die Deckung und legt sich hin. So, das ist gut. Oder wenn man weiß, es ist wirklich jetzt nur noch ein Gegner hier um die Ecke, dann kann ich auch sagen, komm, ich mache einen Slide Drop, weil er damit vielleicht am wenigsten rechnet. Das Problem dabei ist nur, dass man aus dieser liegenden Position, das sieht man jetzt, extrem lange braucht, um da wieder rauszukommen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Slide Drop mache, ich kill da einen und ich werde aber gleichzeitig, gerade jetzt hier von da in das Third Party, dann ist es deutlich schwerer und es dauert deutlich länger, um da rauszukommen, als wenn ich jetzt hier irgendwie einen Slide Cancel mache, ihn kille und dann komme ich hier direkt wieder weg. Ja? Ich bin einfach wieder viel schneller bewegungsfähig. Ähnlich ist es bei dem sogenannten Drop-Shotten. Ja? Auch das kennt ihr sicherlich. Seht ihr bestimmt häufiger, auch wenn ihr meine Videos guckt oder von anderen YouTubern, dass sie einfach auf einem schießen und sich dabei hinlegen. Das ist ganz gut, das kann man gut machen. Das ist aber dann wieder der gleiche Nachteil wie vorhin, dass man dann liegt und schwer hier wieder rauskommt. Das heißt, das mache ich in der Regel eigentlich nur, wenn ich weiß, es ist wirklich jetzt nur noch der eine Gegner vor mir oder wenn ich mich erschrecke. Da mache ich das am häufigsten, glaube ich. Das heißt, ich weiß nicht, ich schieße hier auf einen Gegner, hole ihn, werde sofort von rechts beschossen, da lege ich mich einfach nur noch hin und schieße dann dahin, ne? Weil das ist so die letzte Möglichkeit, die ich dann sehe, weil bis ich dann angefangen hätte zu rennen, zu sliden und so, wäre ich ja schon down gewesen. Das heißt, es ist einfach nur noch so eine Reaktion und dabei hinlegen. Das gibt mir dann vielleicht den kleinen Vorteil, dieses Hinlegen, damit ich den Gunfight, der ja schon sehr nachteilig für mich ist in dem Moment, dann vielleicht doch noch gewinnen kann. Ja, also dafür kann man das gut nutzen. So, und dann haben wir natürlich das Hechten. So, das Hechten, ja, Omni-Movement, man kann jetzt wieder vorwärts hechten, man kann jetzt wieder seitwärts laufen und dann hechten und das gleiche auch mit rückwärts. Das ist so ganz cool, wenn man irgendwie aus einem Fenster raushechten will, ne? Man ist im Obergeschoss und man wird übelst beschossen, man hat keine Chance mehr, sage ich mal, will einfach nur noch schnell weg, hechtet dann raus, ist auf dem Boden, kann sich plattieren, um einfach wegzukommen. Ansonsten, wenn jetzt wieder, wie beim Dropshotten ähnlich, wenn ich weiß, hier ist wirklich nur ein Gegner um die Ecke, okay, komm, dann hechte ich und schieße dabei auf ihn, kann man einen schönen, coolen, filmreifen Kill mitmachen. Man kommt aber dann schlecht wieder hoch, ne? Also immer im Hinterkopf behalten. Oder ich werde jetzt hier beschossen, von einem Sniper, habe schon einen Shot kassiert und versuche einfach nur noch hinter die Deckung zu kommen. Kann man auch hechten. Wenn man aber dann vor der Deckung landet, ist schwierig, ne? Also hechten nur in bedingt, sage ich mal. Und ihr kennt alle auch die Situationen, dass man von dem einen Haus oder von dem Hausdach auf das andere Haus kommen möchte. Dafür ist das sehr hilfreich, indem ihr aus dem Sprint heraus dann hechtet. Da kommt ihr nämlich ein Stück weiter mit. Ne? Damit ihr, das kennt man bei Rebirth von Grandma auf Grandpa, das Dach. Ich blende das jetzt hier vielleicht mal ein.
Da kommt man dann mit diesem sogenannten Hechtsprung einfach weiter, ne? Damit man dann noch auf das andere rauskommt. Also dafür kann man das auch gut nutzen. Übrigens, wenn du auf der Suche nach einer netten Community bist, die gerne ihre Abende miteinander verbringen, dann join jetzt unseren Discord-Channel. Hier kriegst du auch kostenlose 1:1 Coachings, unter anderem von mir. Und wenn du jetzt mal verstehen willst, wie ein Profi wie zum Beispiel Deki ständig die Gegner outmoven kann, dann schau dir jetzt unbedingt dieses Video an.